Heute möchte ich euch zeigen, die Steyrbuch Benzinpumpen vom 500er Haflinger Heuwender von alle Zweizylinder Boxermotoren, was es gegeben hat. Die erste Serie ist eine Solex-Pumpe. Eine Solex erkennt man immer, die hat 6 Löcher auf der Membran. Und eine Weber-Pumpe hat immer 5 Löcher auf der Membran. Dann gibt es 2 verschiedene Solex-Pumpen. Die erste Serie hat ein Gewinde innen drinnen. Und die die letzte Serie, die hat ein Fenster unten. Das ist ein Fenster, die gehört da dazu. Und jetzt fangen wir aber an von Anfang an. Also die erste Solex, dann die Weber, die PM16, die steht da auf dem Sockel, steht schön drauf, PM16, PM20. Die erste hat so einen dicken Stößel. Dann die PM20 und die PM24, die hat einen langen, dünnen Stößel. Da gibt es dann so eine Hülse drüber mit einem Querstift. Also die lange gehört immer mit der kurzen Hülse. Und dann gibt es auch einen kurzen Stößel mit der langen Hülse. Die passt eigentlich nur bei die 26er und 27er Weber Pumpe aus Italien. Es gibt natürlich immer wieder Leute, die das untereinander vertauschen. Die Membran, und dann sagen sie, das passt nicht. Aber so wurde es ausgeliefert. Ja? Und die letzte Pumpe ist eine Solex-Pumpe mit dem Fenster. Also die hat es beim S oder die letzten Haflinger, allerletzte Serie halt. Was muss man noch beachten eigentlich? Da drinnen sind so kleine Flatterventile, also ganz feine Federn mit so Bakelit, dass die immer sauber sind und dass die Dichtflächen von den Messing, dass die auch richtig atmet. Also dann die ersten Pumpen haben zum Beispiel da, ich weiß nicht, wie viel Grad das ist, 40 Grad oder keine Ahnung, das sind 90, also 75 Grad. Die Anschlüsse, also das ist 16 und 20. Dann die 24 und 26, die haben eine Ringschraube auch drauf. Und sind, weiß ich nicht, wie viel das ist, 130 Grad, 135 Grad auseinander. Das ist genauso, aber nur hat der keine Ringschraube drauf, sondern das sind so gesteckt. Mir ist am liebsten diese Solex-Pumpe, weil da habe ich da am meisten Platz, damit ich die M7er-Schraube mit einer 11er Schlüsselweite anschrauben kann. Weil die anderen, die Weber, die italienischen, sind alle so eng. Auch die erste Solex von Deutschland, weil Solex ist Deutschland, Weber ist Italien. Ich habe am liebsten die, da habe ich am meisten Platz. Und was man vielleicht jetzt auch noch bedenken soll, diese Distanz, da gehe ich aber jetzt rüber. Da ist eine Distanz zu der Pumpe, die sollten 7 mm sein. Warum? Weil wenn ich da jetzt drehe, das ist von der Nockenwelle der Benzinpumpenhebel und der drückt und das ist der Hub. Wenn ich zu großen Abstand habe, dann habe ich weniger Hub, kann ich weniger fördern. Habe ich zu kleinen Abstand, ja, was habe ich dann? Dann reißt es mir die Ventil, also die Membran ein. Also das ist auch nicht optimal. Also sollten diese 7 mm immer vorhanden sein. Also 6 mm mit 2 mal 0,5 oder es gibt auch fertige 7 mm. Und dann gibt es auch ganz intelligente, weil das oft pompiert ist, drehen Sie das ab, dann muss man natürlich das Maß mitberechnen. Aber zum Glück in der Mitte nehmen Sie meistens nichts weg, immer nur am Rand, weil es dann so verbogen ist. Also mit Benzinpumpe herrichten ist kein Problem.